Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, ich arbeite hier heute mit dem Bawang-Papier und ich habe mir Farben von Victoria rausgesucht. Und zwar habe ich hier ein Nepalgelb, dann habe ich ein Gelbgrün mir genommen, das ist ein Capri-Blau. Dann habe ich da ein granulierendes Violett und ein Magenta. Ich kann euch gerne die Farben unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Allgemein gerne hier nochmal der Hinweis: mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einen Einkaufswert ab 50 € bei Victoria von VH Aquarell. Ja, und ich trage hier ganz einfach erstmal in feuchte Fläschchen die Farben hinein, die ich mir ausgesucht habe, und lasse das Ganze ein bisschen laufen. Ja, nun ist das Ganze gut getrocknet und ich beginne mit einem Aquarellstift, mir solche Art von Blöcken zu malen, also keine richtig kreisrunden Flächen, sondern so ein bisschen eher in Steinform. Und ich nehme einen Aquarellstift, weil der dann gleich, wenn ich im nächsten Schritt nochmal Farbe auftrage, ein bisschen verschwimmt und überhaupt nicht mehr zu sehen ist. So, nun beginne ich im nächsten Schritt nochmal sämtliche Flächen außerhalb dieser Blöcke ein zweites Mal mit Farbe zu bedecken. Und zwar orientiere ich mich da schon an der Farbe, die im Untergrund ist. Nehme jetzt den gleichen Farbton nochmal und setze ihn einfach drauf. Lasse das ein bisschen auch ineinander laufen, ne? Also dass jetzt keine so harten Farbkanten geschehen. Und ja, manchmal müsst ihr erstmal die Fläche ein bisschen nass machen, damit es dann keine Ränder gibt, aber eigentlich funktioniert das ziemlich gut. Und wie gesagt, hier, je nachdem, was für eine Farbe da gerade im Untergrund ist, setze ich jetzt nochmal eine zweite Farbschicht oben drauf.
Ihr könnt das hier sehr schön sehen. Jetzt kommt sozusagen wie so Blasen entstehen. Die erste Schicht ist ein bisschen heller, die zweite ein bisschen dunkler. Man könnte theoretisch immer so weitermachen, nochmal ein paar Felder abgrenzen, nochmal eine dritte Schicht drüber machen, aber für mich hat das jetzt so gereicht. Ja, es waren mir ein paar Felder ein bisschen zu langweilig und die schattiere ich jetzt einfach noch mal ein wenig mit meinen neuen Buntstiften an. Ich schaue, was gibt es für Farben, die da so ein bisschen durchschimmern und intensiviere die einfach noch mal ein wenig. Ja, und im letzten Schritt beginne ich damit, diese wunderschönen Felder zu verzieren. Und ich habe mir vorgenommen, ganz viele verschiedene Blumenformen im Grunde hineinzumalen. Am Ende entstehen auch noch ein paar andere Felder, aber der Großteil davon sind Blumen. Und ja, es ist manchmal nicht ganz leicht durch diese granulierenden Farben. Hat hier auch schon mal der eine oder andere Stift ein wenig aufgegeben. Wenn es sehr feine Minen sind, sind die ein bisschen empfindlich. Ja, schaut, was ihr habt, womit ihr klarkommt und welche Stifte das dann bei euch auch aushalten. Ja, variiert gerne unterschiedlich große Blütenblätter. Hier gibt es gerade meinen Stift auf, da musste ich tauschen. Unterschiedlich große Variation von Blütenblättern, auch in Form, einmal ein bisschen eckig, mal schön rund, mal spitz zulaufend. Ja, dann nehme ich gleich noch ein paar Brushpens in verschiedenen Grautönen, mit denen ich dann die Zwischenräume auch noch mal ein bisschen abschattiere.
Und ja, auch da könnte man das einfach mit Bleistift machen, zum Beispiel auch. Muss man nicht diese Stifte haben, das lässt sich auch ganz gut machen. Ja, und ich gucke mal und experimentiere einfach und mache ganz unterschiedliche Arten. Es sind alles keine realistischen Blumen, aber ja, ein bisschen dudeln, ein bisschen kritzeln. Und ja, ab diesem Moment geht das Video weiter in meiner neuen Wohnung. Ein paar Wochen hat das Bild gelegen und jetzt habe ich es mir heute Abend gegriffen und habe es dann für euch mal beendet.
Ja, dann hat mir ein bisschen was gefehlt im Bild und ich habe gedacht, ach, mach doch mal wieder mit Acrylfarbe ein bisschen drauf. Und ich habe hier so einen wunderschönen Farbton, der dazu passt. Und dann habe ich mir eins von meinen Dotting-Tools geschnappt und setze hier ab und zu einfach mal ein paar Pünktchen hinein von dieser Glitzer-Acrylfarbe. Und ja, das reicht mir dann schon. Das macht so ein paar Highlights hinein und macht es ein bisschen spannender. Und ja, ihr könnt das auch mit Stiften machen, so mal, wenn ihr mögt, wer keine Farben hat. Aber ja, ich hatte da jetzt Lust drauf, die Farbe war passend und so habe ich es dann einfach mal gemacht. Ja, dadurch, dass das Bild viele Wochen jetzt gelegen hat, hat das Klebeband wirklich extrem gut geklebt und auch Spuren hinterlassen. Die konnte ich aber dann mit dem Radiergummi zum Glück ganz gut entfernen. Also bitte immer Föhn benutzen, wenn ihr Klebebänder entfernt. So, ihr lieben Kreativen, mein Werk ist fertig. Lange hat es gedauert. Vor meinem Umzug begonnen und jetzt 2 Wochen nach dem Umzug habe ich endlich mal einen Augenblick Muße gehabt, um das gute Stück hier fertig zu machen. Ja, was soll ich dazu sagen? Irgendwie, ich habe es halt liegen gesehen, habe gedacht, du musst jetzt. Aber ich sage immer, irgendwie, ich weiß auch nicht, hat mir jetzt zum Ende hin der Flow für dieses Bild gefehlt. Ja, ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Ihr habt ein paar Inspirationen, ein paar Ideen bekommen mit diesen Art der Flächen nochmal sich hervorzuhoben oder etwas zu überdecken. Es ist schon, kann man sehr schön was draus machen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, eure Melanie.